Sainu Meniner Alexei. Hi, ich bin Alexei und ich befinde mich im Flughafen von Ulaanbaatar. Und ich befinde mich im Flughafen von Ulaanbaatar. Und ich befinde mich im Flughafen von Ulaanbaatar. Mit mir ist Peter. Hi Peter. Ich bin nur Peter und ich bin auch auf dem Flug nach Ulaanbaatar gerade gelandet. Und zwar, wir waren eigentlich in Kasachstan knapp 2 Wochen und hatten nicht vorgehabt, also zumindest vollumfänglich in Ulaanbaatar zu landen. Aber wir mussten auf jeden Fall ein Wochenende anschließen, denn wir wollen unbedingt unseren Kumpel Mogi besuchen. Ja, und ich bin gespannt, was Mogi für uns vorbereitet hat. Also, ich habe noch keinen Plan, wo es hingeht. Deswegen bin ich gespannt. Und du, Peter? Ich bin auch gespannt, ganz klar. Jetzt ja nun zum 3. Mal in der Mongolei. Und wie man hier sieht auf der Karte, hat sich die Mongolei geografisch nicht verändert. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also kann die Freundschaft weitergehen mit unserem Mogi. Okay, dann nichts wie hin in die Ankunftshalle. No, thank you. Ich würde sagen, wir warten einfach. Sind wir zu früh gelandet? Wir sind zu früh gelandet. Wie geht's dir? Gut, wie geht's? Hey, wie geht's dir? Sehr gut. Seid ihr ziemlich früh angekommen? Ja. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Ja. Also, oh, wusste nicht, dass das habe ich gedacht. Ja, das ist auch Gerade um 6 Uhr. kein Problem, oder? Die Winde standen uns günstig. Und wie war eure Reise, Kasachstan-Reise? Ja, sehr schön. Sehr schön. Mein Bruder. Hatna? Mein Bruder. Hi. Freut mich. Wir waren in Aachen. Ja. Ah, okay. Hi. Studentenbruder. Studentenbruder, ja. Wie ist dein Name nochmal? Hatna heißt Königin. Königin? Königin? Nein. Königin. Ja, kann man so sagen. Ja, genau. Ja, wir sind wieder am Stadtrand, am Ovo. Und Mogi erklärt uns jetzt, wo es eigentlich heute hingeht. So, erst einmal guten Morgen alle zusammen. Morgen. Also ich freue mich euch wieder zu sehen. Also heute so einen Tag habe ich sehr lange gewartet. Also freut mich heute sehr so. Und heute ist ein bisschen kühler Tag. Also momentan ist 2 Grad draußen. Also wir fahren heute Richtung nach Süden, Südwesten. Und sogenannter Ort, ein großer Berg, 1668 Meter, also Zorgol heißt es. Fahren wir die dahin, Asphaltstraße 117 und dann Piste mussten wir etwa 50 Kilometer fahren. Also, ja, das ist heute unser Ziel. Okay. Dann haben wir noch einen neuen Teammitglied, also nochmal Hatna heißt er. Stell dich bitte kurz vor. Hallo, mein Name ist Hatna, wird geschrieben wie Katana und ich bin in Aachen studiert und wohne in Nordhausen zurzeit und mache Urlaub in der Mongolei. Wir auch. Ja, wir wohnen momentan im Auto schon, im Auto und letzten 2 Wochen, aber tatsächlich ist es richtig kalt hier. Ich glaube, ich muss mir noch mal eine Schicht zulegen. Aber insbesondere freue ich mich da auch hier unseren alten Kumpel kennengelernt zu haben und jetzt noch seinen weiteren Kumpel. Jetzt sind wir schon 4 Brüder. Ja. Okay, dann glaube wir müssen auch obligatorisch um den Ovo herumlaufen. Dann lass uns es machen. Übrigens, das ist derselbe Ovo, an dem wir unsere erste Mongolei-Reise gestartet haben.
сайн байна уу? Сайхан аварч байна уу? Зоргол аргиж ааш аль юм бэ хөө? Аль зүг рүү? Wir sind am Ziel, am Berg Sorgol Khair-Khan. Mugi schlägt eine kurze Snack- und Teepause vor, was bei diesem kalten Steppenwind nicht so angenehm ist. Jedenfalls, bevor wir uns diesen Berg vorknöpfen, fahren wir um ihn herum, schauen uns die Gegend an und suchen uns einen Platz zum Zelten aus. Grad eigentlich draußen. Ja. Сайн байна минь юу асууч хөө. Энэ юу болчих вэ? Энд чинь оргийн баяр болж байгаа. Оо, ургийн баяр аа. Аа, за. Танихгүй хүмүүс орчихгүй байна. Тийм. Аа, за. Минь энд нэг 3 агуу байдаг гэсэн тийм хаана юм мэдэхгүй юу? Эстэ мэдгүй. Da баярлалаа. Es gibt eine Fest, also wie sagt man, Urgen баярыг юу гэж орчуулах вэ? Verwandte treffen. Also. Mongol nennen das Urgen Bayr, also Staumbaum, ja. Ganze Verwandte sammeln einmal und dann die feiern, damit die einander gut kennen. Stammestreffen. Ja, genau. Ja. Ja, der privat ist das, wir dürfen nicht rein. Ja.
Vor der Bergwanderung gibt es auch noch die Mittagszeit. Und hier werden wir später unsere Zelte aufstellen. Wir sammeln schon mal Holz, ne? Wir sammeln Holz. Gegen schwierige Aufgaben. Holz zusammen. Ja, da ist doch genug. Heiße Wasser haben wir, wenn wir Tee trinken möchten. Oder Kaffee. Ja. Und dann können wir wegschmeißen und Schafkopf können wir anfangen. Mogi spricht von einem Schafskopf. Ja, er hat ein gekochtes Schafskopf mitgebracht. Hier schon mal ein Spoiler. Wir werden diesen Morgen zum Frühstück verspeisen. Da ist schon teilweise die Haut abgelöst mit den Schädel, nicht da ausreißen. Wir sehen, es lange gekocht. Dann wird es 2-3 Stunden gekocht. Habt ihr es gewürzt? Ein bisschen Salz und sonst nichts. Sie haben eigenen Geschmack. Das schmeckt. Bei uns machen das die Kasachen auch, aber bevor sie das kochen, sie hauen mit dem Kopf so richtig lange, bis aus den Nasen alles rausläuft. Damit der Zuschauer auch sieht, worüber man auch versteht, worüber wir sprechen. Vielleicht kannst du es noch in der Nähe fotografieren. Bewegt sich nicht mehr, Außen ist diese nämlich tot. Folie kannst du rausnehmen. Am besten, ich möchte Zunge. Zunge schmeckt am besten. Haha, ich werfe mich. Mongolen spielen sein Essen nicht. Bin ich ein Mongole? Ja, du bist in der Mongolei. Also das heißt, halbweise bist du Mongole.
falls ihr euch schon gefragt habt, wo Peter bei der Wanderung geblieben ist. Er ist von einer Schlange gebissen worden und wir mussten ihn dort leider liegen lassen. Nee, Quatsch. Peter ist bis zu einem Punkt aufgestiegen, bis ihn seine Höhenangst eingeholt und wieder zum Absteigen gezwungen hat. Nach der Wanderung heißt es nun das Lager aufbauen und das Abendessen kochen. Und zum Abendessen gibt es was richtig Feines, wobei es eigentlich ganz rudimentär ist. Es ist das mongolische Nationalgericht Chorchok. Man nehme Lammfleisch und Gemüse wie Möhren und Kartoffeln und koche sie in einem geschlossenen Topf. Allerdings nicht bloß am Feuer, sondern auch anhand der im Feuer erhitzten Steine, die mit den Zutaten in den Topf gelegt werden. Dabei werden die erhitzten Steine abwechselnd mit den Zutaten schichtweise platziert. Gewürzt wird auch rudimentär mit Salz, Pfeffer, vielleicht Knoblauch. Mogi hat zum Beispiel auch ein paar Lorbeerblätter reingelegt. Um den Kochprozess hier um das Vielfache zu beschleunigen, benutzt Mogi einen Schnellkochtopf, welchen er auf einen Gaskocher stellt. So. Ich gebe die Steine für erst einmal für unseren Gast, Agi, Adna. Oh, Oh, das ist heiß, ja. Und dann, der nächste Gast ist unser guter Freund Peter. Beide Hände nimmst du so und andere Seite so. Ja, genau, so machst du. Richtig. Ist gut für deine Organe. Ich merk's schon, ich merk's schon. Organe. man muss schnell wechseln. Wie lange muss ich das Spiel treiben? Bis es nicht mehr warm ist. Hör doch auf. Doch. Mann. Doch. Aua! Das dauert ja bis morgen früh. Das dauert 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Aua! Au! So, das ist Alex. Jetzt ist unser nächster Kandidat Königin Adna. Adna hat auch einen guten Magen. Er kann sehr viel vertragen. sehr viel vertragen. Könnt ihr das riechen? Mmh. Nein, ich stop dich. Richtig. Kannst du uns noch ein paar Steine servieren? Na ja, Mare. Ori mako. Nimm dir mal Mare. Ja. Hamri. Hamri. Eine Mongolei-Reise ohne Lagerfeuer und Sternenhimmel? Undenkbar. Wörter,
Bilder und Videos können nur zu einem kleinen Teil das Erlebnis der Milchstraße, die über dem mongolischen Steppe thront, wiedergeben. Nicht verwest bitte. Gekocht. So, jetzt halt das mal in der Hand. Da in die Richtung. Okay, gut. Sehr lecker. Da interessiert mich. Ich verstehe das ja schon, ne? Ja, aber auf dieser Seite auf Feuer, ne? Das ist schon desinfiziert. Kannst du von hier beißen. Außenseiten, der Wanga, isst man die Wanga-Seiten. Ja? To be or not to be? That's the question. Oh, better not to be. So, that's yours. Deins. Thank you. Sogar als wir klein waren, wir haben keine Spielzeuge. Und unser Vater hat das gesagt, ihr könnt das als Pistole benutzen. Wir haben Kinder waren, haben wir gespielt. Also. Pss, 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 so. Schön, ja. Ist nicht so warm geworden. Aber ist okay. Hörst du das Kinn? Diese Teil. Aber nicht die Nase. Nicht die Nase. Die Nase ist da. Lecker. Schmeckt gut, ja? Mhm. Ja. Wie gesagt, die Zunge, schneidest du die Zunge schmeckt am besten. Lecker. Das kann ich nicht gut tun. So, in der so rein. Mhm. Auch viel, Noch viel einiges dran. Nawat. Utsuri Nawat eigentlich. Die ganze Spitze essen wir nicht. Das geben wir für die Feuer.
Ich habe noch ein Stück vom Kind. Hast du schon? Das ist witzig. Einmal Ich habe probiert? schon gebissen, ja. Glaube ich nicht. Doch, hab ich. Jetzt Zunge. Nein, nein, Der schmeckt sehr gut. Wirklich. Ach nee. Nee, doch. Darf ich probieren? Die Zunge. Das ist die Delikatesse. Oh ja. Gibt doch in Deutschland, oder? Zunge. Oh ja, die ist echt ist gut. Die ist gut. Kennen. Lecker. Mogi, wie geht es dir? Mir geht's gut. Sehr gut. Also sehr gut geschlafen. Also gestern Lagerfeuer. Wir haben gestern Abend sehr einen schönen Abend gehabt. Ja, heute ist jetzt schönes Wetter. Wir haben zum Glück. Ja. Ja. Fahren wir heute nach Ulaanbaatar. Ja. Richtung. Was sehen wir noch unterwegs? Unterwegs werden wir die sogenannte Klosterruine Manzushir heißt das. Etwa 17. Jahrhundert gegründet, aber leider sozialistische, kommunistische Zeiten sind auch zerstört worden. Ja. Aber heutzutage viele die Besucher, also die Mongolen, ja, die in Ulaanbaatar leben, es ist eine der beliebtesten Ort geworden. Also auch die sehr schöne Natur und so. Okay. Ja. Hatna, wie geht es dir? Mir geht's bestens. Gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Ich dachte, der sollte Minus werden, aber habe ich nichts gemerkt. Ja. Schön. Peter? Auch bestens, die Minusgrade gut überstanden, dank der Decke. Der Deckel von Mogi hat er gut mitgedacht und ja, ich muss sagen, einer der bequemsten unter 0 Grad Nächte, die ich jemals im Freien verbracht habe. Gut. So, dann. Du musst fragen, wie es mir geht. Oh ja, geht's dir? Genau, geht's dir gut, Alex? Ja. Ja, mir geht's auch gut. Leider müssen wir diesen schönen Ort verlassen. Ja, dann Leute, auf geht's, ne? Auf geht's. Das ist ja in der Tat ein mongolischer Massentourismus zum Kloster Manzushir. Manzushir, Manzushir, Manzushir. Wasser. Später.
In diesem 2 Tonnen schweren Bronzekessel aus dem 18. Jahrhundert konnten gleichzeitig 10 Schafe oder 2 Rinder gekocht werden. Oder auch 2 Flaschen und, was ist das? Ein Schokoriegel und ein paar Bonbons. Hey, das ist doch ein Indianer-Tipi. Nee, das ist doch ein typischer mongolischer Ovo. Die Mansushir-Klosterruine befindet sich am Fuß des Gebirges Bogd Khan Uul, 43 Kilometer südlich von Ulaanbaatar. Der Kloster wurde 1733 gegründet und sah zu seiner besten Zeit so aus. Wie viele andere buddhistische Klöster des Landes wurde Mansushir in den kommunistischen Repressionen der 30er Jahre zerstört. Viele der übrig gebliebenen Mönche wurden hingerichtet. Nach der demokratischen Wende wurde das Hauptgebäude wieder hergerichtet und als Museum wieder eröffnet. Neben dem rekonstruierten Museum befinden sich die eindrucksvollen Tempelruinen von Tokchin, erbaut 1749 im tibetischen Stil. Auf der Klippe über dem Kloster gibt es mehrere buddhistische Felsmalereien und Reliefs aus dem 18. Jahrhundert, die in den 30er Jahren der Zerstörung entgangen sind. Vom Bergsteigen kriegen wir hier immer noch nicht genug.
Also klettern wir auf die Spitze der Klippe, um die Aussicht auf die Klosterruine von oben zu genießen. So, also, ihr wisst schon, ja, wenn ein Mensch stirbt, ja, dann entweder unter den Graben oder muss man Feuer und Asche machen, ja, bestätigen. Ja. Und es hat einmal, also Mongolei eine solche große Geschäfte geöffnet, dass die Menschen so bestätigen, ja, zum Feuern und so. Und es hat zum Beispiel in der Welt erstmal der Koreaner, ja, hat geascht, ja, hat es nur 2 Stunden gedauert, ja. Und dann Europa haben die gestellt, hat nur 3 Stunden gedauert, ja. Dann ist es für Mongolen reingetan, der hat über 12 Stunden gedauert, trotzdem bleibt immer noch was. Warum? Weil Mongolen essen sehr viel Fett, ja. Es hat 12 Stunden gedauert und trotzdem brennt noch immer noch. Ja. Also, das heißt, Mongolen essen sehr viel Fett. Wodka wäre am besten, ne? Deswegen ist das dauert sehr lange, ja. Das ist Wahrheit, ja. Guten. Guten. Gut. Wir sind auf dem Weg nach Ulaanbaatar. Unsere Reise neigt sich dem Ende. Es war kurz, aber auch kurzweilig. Stumbling through the poison rain, torn up violence alone, with no direction. Yeah, but it's time to go. Hey, hey. Guilty by association. Off the go.
Kurz vor Ulaanbaatar gibt es einen Eliten-Jutencamp, in dem es laut Mogi auch die deutsche Bundeskanzlerin mal empfangen wurde. Außerdem gibt es hier eine Genghis Khan-Statue, die wir uns natürlich anschauen wollen. Blue sky, far true behind the lines, dark eyes, lost in sin. Come, baby, gotta let me in. Blue sky, find the truth behind the lies, dark eyes, lost in sin. Come, baby, gotta let me in. I've tried down a singular path, going nowhere and moving fast. So no, it's time to go. Yeah, I go alone. They say body doesn't fall very fast. Moon fall, no looking back, oh no. These boots find the road. I'm on the road. Blue sky, find the truth behind the lies, dark eyes, lost in sin. Come, baby, gotta let me in. Blue sky, find the truth behind the lies, dark eyes, lost in sin. Also, War schön, dich zu treffen. Ne? Toll. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. ja, gleichfalls, ne? Man sieht sich im Leben zum zweiten Mal. Oder zum dritten Mal oder zum vierten Mal, je nachdem, ne? Mindestens, meine Jetzt ich. im Harz auf dem Brocken, wie gesagt. Ja, Harz auf dem Bei Brocken 2 Meter Schnee. fahren wir auf dem Harzer Schmalspurbahn. Können wir fahren. Und zum Zelten im Ich lade Freien euch ein. auf dem Brocken. Ja? So Lagerfeuer machen. Genau, da wird es richtig kalt. Schafkopf. Okay, ciao. Ja, Also, mach's gell, gut. tschüss, Viel ja. Spaß. Mogi, vielen Dank. Das war eine sehr geile Reise. Es hat mich sehr gefreut, dich wiederzusehen, obwohl es leider kurz war. Aber ich fand dieses Wochenende richtig geil. Es war schön, dich wiederzusehen und das wird, wie gesagt, so eine Tradition, dich im September zu besuchen. Ich hoffe, dass es nächstes September wieder klappt. Ja, also auch vielen Dank, dass Sie wieder in der Mongolei besucht haben, sogar mich respektiert haben und in der Mongolei zu besuchen. Wir respektieren dich, Mogi. Und ja, also ich würde auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder in die Mongolei kommt. Also vielleicht der gebliebene Teil im Osten, wo die Genghis Khan geboren und so, nochmal eine kleine Durchreise machen, das würde ich sehr freuen. Also, ja. Aber wann ist mir egal, das ist nächstes Jahr oder wann wir wollen und so. Ja, ich habe gehört, im Osten der Mongolei gibt es viele Antilopen und da werde ich mir einfach mal den Kalender für September rot anstreichen zur Antilopensichtung. Ja, war auf jeden Fall eine tolle Sache, dich wiederzusehen und hast wieder einen tollen Berg ausgesucht und mich wieder zu sportlicher Höchstleistung angetrieben. Also das war sehr gut, hat Spaß gemacht, alles gut vorbereitet und da kommen wir doch gerne wieder. Ja, lass dich umarmen, Mogi. Ja. Gute Reise, ja. Guten Flug, also, ja. Na komm her, altes Haus. Ja. Also, Mogi. Ja. Ciao. Ciao. Ja, dann guten Flug, ja. Danke dir. Danke. Ciao.